Guten Morgen, liebe Freunde. Hier ist unser kleiner Mopsi, a.k.a. Simba. Oh. Nein, nicht mehr. Na, sie pennt. Ja, bye bye. Wir hoffen, euch geht's gut und herzlich willkommen bei dem besten Format hier, wenn es rund um Musik geht, mit meinem Spezialgast Dana Rolli. Hi. Wir kommen gerade frisch aus dem Kino. Erzähl mal. Wir haben The Lion King angeguckt. Endlich. Ja. Ich war so gespannt und aufgeregt. Und, wie fandst du ihn? Gut, aber ich finde den alten trotzdem besser. Mein Weltbild hat sich ein bisschen zerstört, weil ich immer dachte, Butch wäre Simba. Aber er war vielleicht mal als kleines Baby Simba. Oh, das aber war aus ihm definitiv. ist kein Mufasa geworden, sondern eine Mischung aus Timon und Pumba. Timon und Pumba. Ja, wenn Timon und Pumba ein Baby hätten, bist du das. Will ich- Du bist das. Mehr Timon oder mehr Pumba? Aha, Pumba. danke, Pumba, Er definitiv. hat es uns beantwortet. Ja, Butch hat auch immer sehr gerne Gas. Freunde, wir hoffen, euch geht's gut. Wir haben ja gestern erzählt bei dem Monster X Video, falls ihr es nicht gesehen habt, guckt euch das auf jeden Fall nochmal an. Ich erzähle es trotzdem nochmal ganz, ganz schnell. Wir hatten ja diese Courier-Box bekommen. Die wurde uns netterweise von den Leuten, die Courier-Box machen, einfach kostenlos versandt. Und wir wollten die Sachen nicht für uns behalten, bis auf die Snacks. Die haben wir vernascht bei einem sehr lustigen BTS-Video. Was Snacks gebraucht hat. Und wir haben auch noch ein paar andere Sachen bekommen, unter anderem auch Beauty-Produkte. Die wird Dana dann aber auf ihrem Kanal benutzen, testen und auch verlosen. Das kommt dann aber noch. Dana lädt jeden Sonntag auf ihrem YouTube-Kanal der unten verlinktes Videos hoch. Ich habe jetzt aber, wie gesagt, ich sage es jetzt vorab, vor dem Video jetzt schon und nicht am Ende. Okay. Damit ihr alle aufpasst, weil einiges nicht so richtig mitbekommen oder verstanden haben. Also, wir haben 3 Pakete zu verlosen. Also 1, 2 und 3. 1, 2, 3. Genau, das Einzige, ich erzähle erstmal, was wir zu verlosen haben. Also wir haben einmal zu verlosen, jetzt passend auch zu diesem Video, weil gestern dann einige meinten, ja, ey, wieso BTS und so. Und wir haben halt nur diese Sachen zugeschickt bekommen. Wir haben damit so gesehen direkt nichts zu tun, was uns zugeschickt wurde. Das war einfach eine Überraschungsbox für uns. Also wir haben einmal hier das Lesezeichen mit den BTS-Boys, Bangtan-Boys vorne drauf. Auf der Rückseite ist das Logo zu sehen. Wirklich wunderschön mit einem kleinen, süßen Schleifchen vorne oder hinten dran. In welcher Farbe? In Lavendel. Lavendel. Habe ich gestern schon so Lavendel. schön bezeichnet. Dann weil da jetzt zu BTS leider nichts weiter in der Box drin ist, werden wir euch das hier noch mitgeben, mitverlosen. Das ist quasi von dieser Courier-Box die July-Issue, wo dann der wunderhübsche und süße Jimin drauf ist und hinten eben noch ein paar Infos zur Courier-Box. Wir werden euch da auf jeden Fall aber noch eine Unterschrift von euch, von uns, nicht von euch, drauf machen, falls ihr das wünscht. So, das ist das Paket Nummer 1, ja. Das ist das Hashtag BTS-Paket. Merkt euch das schon mal. So, dann gibt es ein zweites Paket. Das zweite Paket beinhaltet dann etwas von Monster X, beziehungsweise wo Monster X drauf ist. Ja, das ist eine Blechdose in Herzform ohne Inhalt, aber dafür mit den süßen Jungs drauf. Sag ich zu oft süße Jungs? Ich möchte nicht urteilen. Gut. Das ist die zweite Box, das zweite Paket. Dafür schreibt ihr dann Hashtag Monster X. So, das dritte Paket ist dann auch nochmal Monster X, aber hier gibt es dann diesen wunderhübschen Banner. Ja, der ist aus Stoff, hier mit einer schönen Kettelnaht obendrauf. Ich werde jetzt nicht in Fokus ziehen können und Achtung, mein Highlight von diesem Banner ist vor allen Dingen auch die Rückseite. Beides sieht wirklich fantastisch aus, muss ich sagen. Hier mit dieser Schrift hier, der Typo
und dem gedruckten Logo noch hier in der Mitte, auf das ich immer gerne hinweise, weil man es immer auf den ersten Blick nicht direkt sieht. Ja, Bildschirm schon. Nicht direkt sieht. Auf jeden Fall, das ist dann das dritte Paket. Ja, also wir haben eben 3 Pakete. Für dieses Paket dann auch nochmal Hashtag MonsterX. So, jetzt ist es eigentlich ganz einfach. Oh, vielleicht noch zu Hashtag MonsterX. Welches von den beiden MonsterX-Teilen ihr dann bekommt, ist dem Zufall überlassen. Ja, also wir werden das mit so einem Zufallsgenerator machen und das dann entsprechend bestimmen lassen. Also wir werden da jetzt keinen Einfluss drauf haben. Ist für uns sowieso gleich. Hauptsache einer von euch bekommt die Sachen. Beziehungsweise 3. Genau, die Sachen. Wir hatten noch, wer den Instagram-Livestream gesehen hat, wo wir die Courierbox ausgepackt haben, wir hatten noch so einen kleinen Stray Kids Spiegel, das war auch noch drin. Den haben wir aber unserem Translator, der die ganze Zeit hier die Untertitel schreibt seit über 3 Monaten. Grüße gehen raus an Sorugen. Ihn hatte ich zuerst gefragt, ob er sich irgendetwas wünscht von diesen Sachen, dass er sich was aussuchen kann, einfach aus Fairness halber, weil er das Ganze für die Community und für uns auch komplett free of charge macht. Also hier wirklich nochmal vielen, vielen Dank. Und Daily Untertitel ist echt nicht zu unterschätzen. Ja, täglich Untertitel, das ist schon echt ein Riesenaufwand. Dana hat das mal versucht, das hat ein bisschen länger gedauert, aber genau. Also, deswegen habe ich ihm gesagt, komm, darfst du mal wenigstens dir was aussuchen als erstes. Also der Spiegel ist leider schon weg für die das noch mitbekommen hatten. So. Und ihr müsst eigentlich nicht viel machen, außer diesen Kanal abonnieren natürlich. YouTube-Abonnent sein, also YouTube von meinem Kanal Abonnent sein und auch auf Instagram folgen. Und jetzt kommt der Hinweis, warum. Ich blende hier schon mal kurz ein. Achso, jetzt seht ihr dann meinen Hintergrund. Und zwar auf Instagram folgen und da dann auf mein letztes Bild, das ich gepostet habe, bitte dann kommentieren mit eben Hashtag BTS oder Hashtag MonsterX. Oder beides. Geht auch, weil es gibt Leute, die ja auch Fans von beiden Gruppen sind. Versucht euer Glück. Versucht euer Glück, deswegen, genau, da, also auf Instagram ist unten auch nochmal verlinkt, mein Bild da liken und dann schön kommentieren. Ansonsten steht alles mit den Teilnahmebedingungen, dass ihr zum Beispiel 14 Jahre alt sein solltet und aus Deutschland im besten Fall. Es liegt einfach daran, wegen Porto, Versand und so weiter. Machen wir das jetzt erstmal so, aber es wird in Zukunft auf jeden Fall noch Aktionen geben und Sachen, die ihr vielleicht in euren Händen halten könnt, die mit uns zu tun haben. Dürft ihr auf jeden Fall dann auch ins Ausland noch bekommen, aber da sind wir gerade dran. Das dauert alles ein bisschen. So, ja, das war's. Alles andere steht eben unten drin und wie gesagt, sonst eben auf jeden Fall auf Instagram folgen, das letzte Bild und dann wisst ihr Bescheid. Ich überlege noch mal kurz, aber ich glaube, du hast alles angesprochen, ja. Und falls ihr euch immer noch unsicher seid, dann checkt einfach wirklich unten die Infobox, da ist alles noch mal drin. Ja, ist eigentlich ziemlich simpel. Einfach YouTube abonnieren, Instagram Follower sein, das Bild liken und da einen Kommentar mit eben Hashtag MonsterX und oder BTS. Ja. Ganz simpel. Und dann könnt ihr eins dieser Sachen gewinnen. So, heute starten wir die Woche mit frischer Energie von den süßen Jungs. Süßen Boys, von denen ich gerade hier ein Lesezeichen hingehalten habe. Und zwar BTS. Wir haben gerade schon mal durchgeschaut, was wir für Kommentare hier noch gesehen haben. Da war einiges dabei. Wir nehmen wir aber Spring Day mit und sind gespannt. Okay. Das klingt schon sehr traurig und schwer.
Er sieht so klein aus. Oh, mir ist gerade aufgefallen, dass ich die Speaker anhatte. Also falls sich der Ton gerade komisch angehört hat, dann deswegen. Upsi. Wird ab jetzt nicht mehr sein. So. Er sieht wirklich gut aus. Hat aber einen russischen Fila-Pullover an. Geil. Es fängt auf jeden Fall sehr traurig an, hier mit dem Klavier, das hier schon die Akkorde dann die ganze Zeit spielt und setzt dieses Ding, 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 Ding. Ja. Sind das Mollakkorde, weil die traurig sind? Das wird ein Wechsel zwischen Moll- und Dur-Akkorden sein. Oh. Das macht man in der Popmusik im Mainstream meistens, ist da eine gute Mischung aus. Traurig, 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 happy, 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 traurig, 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 happy, 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 traurig. Ja, weil die Mischung davon, ich So unterbreche dich ungefähr? mal ganz kurz. Ja, so ein bisschen, ja. So eine kleine Mischung davon, weil man die Leute dann eben auch in so eine gewisse Richtung dann ziehen kann. Ich mach mal weiter. 이제 얼굴 한번 보는 것조차 힘들어진 우리가 여긴 온통 겨울뿐이야 8월에도 겨울이 와 마음은 시간에 달려가네 홀로 남은 설국 열차 네 손잡고 지구 반대편까지 가 겨울을 끝내봐 그리움들이 얼마나 눈치를 내려야 그 봄날이 올까 거울을 떠드는 작은 먼지처럼 작은 먼지처럼 Wieso lachst du denn jetzt? Es ist traurig und ernst und... Ja, aber die Jungs machen gerade richtig Quatsch. Und wenn ich schon diese Torte so fliegen sehe und auf wen, da kann ich... und dann genau im richtigen Moment ist leider gecuttet, aber vielleicht sehen wir es ja gleich noch. Auf jeden Fall sehr schön hier der Pre-Chorus, auch wirklich sehr klassisch im Sinne von Mainstream. Dass es da nochmal kurz ein bisschen runterkommt. Die Akkorde liegend gespielt werden, hier auch von dem Piano. Da ist so ein Sound aber im Hintergrund, der so ein bisschen... Der macht so ein bisschen so... Da ist auch eine E-Gitarre, ne? Ich glaube, es ist eine E-Gitarre, die da auch mitspielt dann. Da sind auch noch so... Was? Ganz leise und im Hintergrund sind auch noch so ein paar Stimmen zu hören, ne? Die irgendwie so oder irgendwelche anderen Geräusche so machen. Ja, das ist auf jeden Fall so. Vocal Chops sind auf jeden Fall auch drin. Das meine ich. Das klingt so ein bisschen E-Gitarre-mäßig, aber ich glaube eher, dass es ein VST-Plugin ist, also aus dem Computer eine E-Gitarre. Jetzt nicht, weil sie es nicht spielen können oder sonst irgendwie, sondern weil der hat einfach den Zweck wahrscheinlich erfüllt, den er da erfüllen sollte. Ich weiß nicht, aber der klingt so ein bisschen, gerade hier, wo er dann in den Pre-Chorus reingeht, finde ich den so ein bisschen, geht so. Sticht zu sehr raus. Ja, irgendwie klingt er so ein bisschen eklig. Ja, so nörgelig. Okay. Ich glaube, du hast zu viel Käsesoße im Kino. Nein, zu viel Käsesoße gibt's nicht. Was stand da? Never walk alone. Ah, you never walk alone, oder? Oh, ja. Steht da you? Das sind hier. Ah, doch, ja. Ja. Ja, okay, weil es läuft immer noch durch, dieses Ja, aber gut, die Message des Songs übertönt das gerade, aber für mich das ist ja richtig süß, noch mit dem Video dann zusammen, dass die Jungs da immer zusammen sind und, oder? Ist doch
für sie gegenseitig so ein bisschen Aber geschrieben, ich oder? Ja, ich glaube schon mit dem Video schon irgendwie. Vielleicht unter anderem. Aber es ist für mich gerade so schwer und traurig. Wir kommen doch gerade aus Lion King. Ja. Der war doch auch so. Ja, Richtiger Beauty-Shot. Noch ein. Das ist aber schön, wenn hier die tiefe Stimme von Sugar. Wer ist jetzt die hohe Stimme? Das weiß ich nicht, aber ich finde das schön, dass die hier gerade dann so übereinander liegen. Der eine ist halt Sugars rappt und die andere Line dann halt so schön gesungen ist. Jin oder Jungkook? Nee, ich sag Jungkook. Ja. Klärt mich mal auf, ob ich richtig lag mit der hohen Stimme über Sugars Part. Vielleicht doch für eine verflossene Liebe der Text. So eine Mischung aus beiden vielleicht. Cute. Krasse Sätze. Das ist schon sehr traurig. Ja. Ich muss die ganze Zeit an den kleinen Simba denken. Denk lieber an den kleinen, weiß nicht, Jimin. Ja, aber jetzt schreibt mal in die Kommentare, was die Story dahinter ist. Das würde mich interessieren. Weil da ist 100% eine direkte Story dahinter. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Der Zug ist abgefahren. Das hat eine besonders schöne Harmonie hier immer jedes Mal drin. Die hier singen, sehr, sehr schön. Das sowieso singen dann natürlich immer einige der Jungs hier dann immer jeweils die Wiederholung des Satzes. Es ist einmal ein Main Vocal und dann später das, was man so ein bisschen breiter hört, ein bisschen offener hört, wenn ihr die Kopfhörer auf habt. Es können natürlich x-beliebige sein, aber es dürfen auch diese hier sein. Die sind unten verlinkt, falls ihr da noch gute internationale Studio-Referenz-Kopfhörer braucht, dann sind es wirklich diese hier, kein Scheiß. Man hört das aber auch mit anderen sicherlich auch. Die Jungs benutzen die auch im Studio. Ja, das haben wir auch schon gesehen. Ja, also wirklich sehr schön. Also gerade auch stimmlich, wie es aufgebaut ist. So wirklich so chorusmäßig, dass da wirklich mehrere Stimmen aufeinander gestackt sind. Schön.
Was? Was passiert? Das hat sich so verändert. Als wäre es so aufgegangen nochmal. Ja, also einmal hören wir hier den Chor hier schon im Hintergrund, ne? Diese Uos. Sehr weit im Hintergrund. Das ist anders. Was ist anders? Ich glaube nicht, dass es anders ist, sondern es fällt einfach nur mehr auf, weil da ist halt, denke ich, mit so einem Stereo-Imager gearbeitet worden. Vorher schon. Vorher macht es aber Sinn an der Stelle. Stereo-Imager macht im Endeffekt aus einem Stereosignal schon, kann er das noch weiter auseinanderziehen. Das ist aber teilweise eben simuliert und klingt dann immer so, wenn man es sehr weit oder sehr stark benutzt, den Stereo-Imager, klingt das immer so ein bisschen, kann das sehr unnatürlich klingen. Weil man das so ein bisschen überspannt, sage ich mal. Aber wozu macht man das, wenn man eh schon Stereo hat? Ja, es ist nochmal ein Unterschied. Also Stereo bedeutet nicht einfach nur, dass es an eins dann rechts und links ist, sondern das ist dann wirklich auch, du kannst es platzieren von der Mitte nach rechts oder links. Gibt es natürlich auch alle Zwischenstufen, ja. Also so wie wenn ich jetzt gerade so vorne sitze, kann ich ja auch orten, ob jetzt hier jemand sitzt oder eher hier jemand sitzt. Also eher hier oder da. Das ist zwar beides links, aber es ist dann vielleicht links 5 Grad und links 95 Grad. So ungefähr jetzt. Okay. Und mit so einem Stereo-Imager kann man das halt quasi nochmal so ein bisschen überstrecken. Das ist immer simuliert und berechnet und so weiter. Das klingt manchmal ein bisschen too much. Man macht das aber an gewissen Stellen auf Instrumente oder Stimmen, damit man einfach noch mehr Platz schaffen kann. Und das dann nicht zu überladen ist, dass die dann an Positionen dann irgendwie sich zu sehr überladen, weil frequenztechnisch dann vielleicht dasselbe passiert und man das nicht mehr groß anders mischen kann. Oder man eben will, dass der Refrain noch breiter klingt, noch größer klingt. Ohne dass man ihn unbedingt lauter macht, sondern ihn einfach breiter macht. Vorher macht es Sinn, dass der Chor so angelegt ist, weil noch Main Vocals drin sind, die ja den Haupttext hier noch singen vorher. Und eben nicht nur das, sondern wir haben immer einen Main Vocal, der wahrscheinlich auch schon aus 2, 3 Stimmen besteht. Und dann zusätzlich aber da auch schon immer diese Antwortpassagen des Choruses, also wirklich des Chors, ist ja eh schon drin. So wie hier vorher. Na, das ist ja auch schon sehr choral angelegt hier. Also man hört auch, dass da sehr viele Harmonien drin sind. Zusätzlich noch Adlibs, sehr hohe Stimmen teilweise noch drin sind und auch tiefere. Und dann noch einen zusätzlichen Chor drunter zu setzen, der nur ein Uo oder ein Oo oder sonst irgendwas singt. Das sind dann so viele Stimmen, die frequenzmäßig sich halt komplett, ja, dann irgendwie voll, auf keine Ahnung, von denselben Frequenzen bedienen. Ich sag's mal so. Also die überschneiden sich dann einfach alle. Und so muss man dann überlegen, dann setze ich... Wie man die verteilt. Wie man die im Raum quasi verteilt oder in der Position verteilt im Stereo. Der Chor, der so oder so vorher in der Hook schon drin ist, der eben diesen Text auch tatsächlich mitsingt, der ist ja auch schon breiter angelegt, aber nicht so breit wie die Uos oder Uos. Und die Uos, die sind aber im Mix so belassen worden, denke ich, wie sie eigentlich vorher sind und dann einfach nur lauter gezogen worden und vielleicht ein bisschen die Höhen wieder reingedreht. Die waren vorher vielleicht ein bisschen weniger drin, damit die nicht ganz so präsent sind und die anderen nicht übertönen. Und dann ab der Stelle, wo nur noch die Uos zu hören sind, merkt man das auf einmal erst, wie unnatürlich das eigentlich ist, wenn man so weit außen Stimmen platziert und hört und in der Mitte ist plötzlich auch nichts mehr. Aber fallen da dann bei dem Part nicht auch noch irgendwas an Instrumenten untenrum oder so weg?
Weil vorher ist noch dieses, was du vorhin meintest. Und weiß ich nicht, unten irgendwas, kein Rauschen, aber weiß ich nicht, irgendwas ist da. Und danach klingt es so wie, weißt du, wenn man so eine Band hören würde. So, du hörst den Drummer und die E-Gitarre. Genau. Also da spielt schon noch eine komplette Band. Da ist aber irgendwie klingt die so, als ob die auf einmal Mono wäre. Ja, vielleicht deswegen. Ja, auch der Bass klingt dann sehr, sehr schwach. Die Kick ist vorher auch schon nicht so ausgeprägt. Ja, also es wird ein bisschen komisch tatsächlich am Ende vom Klang her, aber ja. Weil du hast schon noch die Gitarre, die hier dann eben die Akkorde spielt. Die ist auch weiter im Vordergrund. Ja. Die klingt auch ein bisschen breiter, aber nicht so breit, als ob man die jetzt Stereo hören würde. Weiß ich nicht. Und dann die Row ist sehr, sehr weit außen. Irgendwas dazwischen fehlt. Die Band klingt sehr, sehr, sehr eng. Also fast mono wirklich. Und sehr breich. Also alle Frequenzen irgendwie sehr übereinander gerade, sodass man da nicht... Ich finde auch, dass der Bass, als ob der Bass aufhören würde zu spielen, aber ich glaube, da ist noch ein Bass drin. Ja. Deswegen meine ich, unten fehlt Ich glaube, da ist noch ein Bass drin, aber... Da ist noch ein Bass drin, auf jeden Fall, aber irgendwie ist der leise. Also die ganze Band klingt so ein bisschen zusammengequetscht. Ne, auch die Becken sind nicht verteilt im Stereofeld, was man eigentlich... Ja, so mehr in der Mitte, fast eigentlich nur in der Mitte. Also ist halt auch etwas, gerade Becken kann man immer schön ein bisschen nach außen setzen. Dass die Kick und die Snare in der Mitte sind, das ist schon normal und ist auch gut und richtig so, aber der Rest ist so ein bisschen auch die Gitarren. Naja, aber ist halt so. Ist Kritik auf dem höchsten Niveau, wenn überhaupt, eher eine Feststellung gerade. Ja. Was ist die Bedeutung hinter den Schuhen am Baum jetzt? Normalerweise also, dass jemand da gestorben ist. Nein! Mufasa! Ja. Also ich dachte noch zwischendrin, wenn es dann wirklich keine verflossene Liebe ist, dann jemand, der gestorben ist. Und manchmal in den Sätzen war ich mir nicht ganz sicher, weil man das auch die Bildsprache mit dem Zug, dass der Zug dann abfährt, und hier im Deutschen sagt man ja da, oder auch im Englischen sagt man ja auch, wenn der Zug abgefahren ist, sagt man ja eher bei zwischenmenschlichen Beziehungen, die nicht funktioniert haben. Aber das dann auf jemand Verstorbenen zu übertragen, da bin ich, deswegen wusste ich nicht genau, ob es für eine verflossene Liebe ist oder ob es für jemanden ist, der verstorben ist. Traurige Nummer auf jeden Fall. Ja. Okay. Dana ist sowieso zutiefst traurig und von daher. Das war ein schwerer Start in die Woche. Kann ja nur bergauf gehen. Ja. Vielleicht, indem wir nochmal ganz kurz sagen, dass es eben eine Verlosung gibt. In dieser Verlosung, die ich am Anfang erklärt habe, gibt es eben, wie gesagt, das alles zu gewinnen. Leute, wirklich, es lohnt sich, denke ich. Und alles ist verlinkt und beschrieben, nochmal unten in der Beschreibung. Auf jeden Fall Instagram, da die Kommentare setzen und dann könnt ihr eins der Sachen gewinnen. Vielen, vielen Dank und ansonsten hoffe ich, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann und auch mal bei Dana vorbeischauen. Da kam gestern ein Video raus, sehr lustiges. Hat auch mit BTS zu tun. Guckt vorbei. Ja, ich sag nur, man durfte nicht lachen. Tschüss.